Was habt ihr gemacht, als ihr 18 geworden seid, also volljährig wurdet? Ihr habt zwar groß gefeiert, aber einen Feiertag gab es deswegen sehr wahrscheinlich nicht. Anders als in Japan, denn dort gibt es seit 1948 genau das, einen Feiertag, um das Erwachsenwerden zu feiern. Warum eigentlich auch nicht? Die Volljährigkeit ist ein großer Schritt in die Gesellschaft und hat neben neuen tollen Freiheiten, wie legal saufen und rauchen oder Autofahren, auch viele neue Pflichten. Also warum nicht noch einmal alle frisch gebackenen Erwachsene aus der Stadt in ihr altes Zuhause zurückkehren lassen und mit alten Freunden einen drauf machen? Der Coming of Age Day oder auch Seiji no Hi wird am zweiten Montag des Jahres gefeiert und lädt alle Leute ein, die zwischen dem 1. April des Vorjahres und dem 31. März diesen Jahres ihr 20. Lebensalter erreicht haben. Ihr fragt euch, warum es dafür kein genaues Datum gibt und warum die Aufteilung von April bis März ist? Nun, das liegt daran, dass der ursprünglich auf den 15. Januar gelegte Feiertag seit dem Jahr 2000 auf den zweiten Montag im Jahr fällt. Grund dafür ist das damals eingeführte Feiertagssystem Happy Monday oder auch Happy Monday Sedo oder auch Happy Monday Sedo, wonach viele Feiertage auf Montage gelegt wurden, damit die Bevölkerung verlängerte Wochenenden genießen kann. Die andere Frage hat mit dem japanischen Schul- und Arbeitsjahrbeginn zu tun, der jedes Jahr am 1. April ist. Dadurch feiert quasi ein ganzer Jahrgang das Seijin Shiki und lässt das Fest zu Hause bei alten Freunden wie ein Klassentreffen dastehen. Aber so toll wie bei uns Fastnacht ist es dann doch nicht. Stellt euch vor, ihr kleidet euch so gut, als würdet ihr gleich vor den Altar treten, aber könnt dann nicht direkt loslegen mit dem Feiern, sondern müsst noch Ewigkeiten eurem Bürgermeister in der Stadthalle zuhören, der euch über eure neuen Rechte und Pflichten aufklärt, während das perfekt gestylte Haar von Stunde zu Stunde mehr zerzaust. Dafür gibt es aber ein paar Geschenke. Apropos gut gestylt. Diese Darstellung ist gar nicht so übertrieben, denn die jungen Damen investieren viel Geld in dieses Event. Dafür heuern manche sogar extra einen Kimono Kizuke an, also jemanden, der ihnen dabei hilft, sich richtig anzukleiden. Denn traditionellerweise wird ein Haregi, ein wunderschöner bunter Kimono, der normalerweise sonst nur zu Hochzeiten und dem Neujahrsfest herausgeholt wird, getragen. Und da will man alles richtig machen. Sind die Ärmel des Kimonos lang, so handelt es sich um ein Indiz für eine unverheiratete Frau. Sind die Ärmel dagegen kurz, bedeutet das, dass die Dame schon vergeben ist. Während die Damen bunt und farbenfroh alles aus ihrem extra für diesen Tag angeheuerten Stylisten rauskitzeln, tragen die Männer einen einfachen, dunklen Anzug mit Krawatte, wie sie ihn auch in jedem typischen Job tragen werden. Es gibt jedoch auch immer mehr junge Männer, die sich ebenfalls für eine traditionellere Art der Bekleidung entscheiden, den Hakama. Eine Kleiderkombination aus Kimonohose und einer Kimonojacke. Dazu aber in einem zukünftigen Video mehr. Gut gekleidet gehen viele mit der Familie in ihre Lieblingstempel und danken für die ersten 20 Lebensjahre oder machen ein paar schöne professionelle Fotos in einem Studio. Danach wird darauf angestoßen, dass endlich legal Alkohol getrunken werden darf. Kanpai! Und falls ihr jetzt neugierig geworden seid, wie so ein Tag am Seiji no Hi aussieht und ihr euch selbst ein Bild machen wollt, dann empfehlen wir euch, am zweiten Montag des Jahres gegen 11:30 Uhr in einer größeren Stadt wie Shinjuku, Shibuya oder Nakano Ausschau zu halten. Ah ja, da ist der Punkt. Perfekt. Denn dann beginnt das Fest und es dauert nicht allzu lange, bis sich die neuen Erwachsenen in ihren wunderbaren Kimonos blicken lassen.